Hallo liebe Häkelfreunde, durch zurückhaltende Eleganz zeichnet sich dieser wunderschöne Sommerpullover aus. Das dezente All-Over-Muster und die kontrastierenden Abschlusskanten garantieren, kombiniert mit einer eleganten Stoffhose oder einem langen Rock, einen glanzvollen Auftritt durch schlichtes Understatement. Aber auch für sportliche Jeans ist dieses stilvolle Shirt ein perfekter Kombipartner. Der Pullover kann in den Größen 36 bis 50 nachgearbeitet werden, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Bitte beachtet alle wichtigen Hinweise im Anfangsbereich des Videos, bevor ich mit dem Häkeln beginne. Es stehen 2 Maschenzahlen für den Halsausschnitt zur Auswahl. Die Anleitung funktioniert daher für Garne, welche für die Nadelstärken 3,0 bis 4,0 mm geeignet sind. An dieser Stelle sende ich ein herzliches Dankeschön an Oliver Meissner-Thiel vom Schwarzwald Wool Outlet in Schönberg, der mir das Material für diesen Pullover zur Verfügung gestellt hat. Wer nicht allzu weit weg wohnt, sollte es sich nicht entgehen lassen, das riesige Wollsortiment zu schwäbischen Preisen vor Ort anzusehen und nach Herzenslust zu shoppen. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Wir sind 50.000. Die Häkelnadel ruht nie lang. Ihr Klicken ist ein wunderbarer Klang. Das entstehende Werk bringt Freude dir. Mach mit und häkle mit mir. Schick und Karin. Für dieses Projekt stehen 2 Maschenzahlen zur Auswahl. Ihr solltet daher ein Garn wählen, welches für die Nadelstärken 3 bis 3,5 mm oder 3,5 bis 4 mm geeignet ist. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Die Maschenzahl pro Kante muss ein Vielfaches von 4 sein plus 2 zusätzliche Maschen. Es stehen 2 Maschenzahlen und 2 Aufteilungen im Video zur Verfügung. Der Pullover wird von oben nach unten in Runden mit Wänden gehäkelt. Dadurch wird die Neigung der Stäbchen aufgehoben und das Teil wird völlig gerade und symmetrisch. Ich halte mich an folgende Faustregel, wenn von oben nach unten gehäkelt wird. Die Anfangskette muss locker über den Kopf passen. Im Zweifel besser zu groß als zu klein. Der Ausschnitt kann am Ende durch Abnahmen verkleinert werden. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler.
Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen. Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohl durchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick-Umgang mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 3,5 mm und danach steige ich auf eine Häkelnadel 4 mm um. Ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Maße und Zahlen folgen danach. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Luftmasche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich steche ein, hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. Und ich häkle das Ganze möglichst klein, also die Fäden nicht lang ziehen. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Die Kette sollte zwischen 65 und 70 cm lang sein und ihr könnt aus 2 Maschenzahlen wählen, entweder 112 Maschen oder wenn ihr viel dünneres Material verwendet, 120 Maschen. Wichtig ist, dass ihr auf das angegebene Maß kommt und eine der beiden Maschenzahlen verwendet. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 112 Maschen angeschlagen. Bei mir ist die Kette ca. 67 cm lang. Ihr habt eure Maschenzahl entweder 112 oder 120 und ebenfalls ein Maß zwischen 65 und 70 cm. Die schönen Maschen sind im Moment unten und wir geben die Kette oben zusammen, ohne dass sie sich verdreht, sodass die schönen Maschen im Außenkreis sind. Und wir schließen in die erste feste Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Ich häkle die erste Runde noch mit der 3,5er Nadel, danach steige ich auf eine Häkelnadel 4 mm um. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in dieselbe Masche, wo die Luftmasche herauskommt, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche.
Das ist das erste Stäbchen. Und wir häkeln für den Ärmel für beide Maschenzahlen 18 Stäbchen. Inklusive Ersatzstäbchen. Also egal, ob ihr 112 oder 120 Maschen habt, im Moment häkeln wir 18 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 18 Stäbchen gehäkelt. Wir häkeln für die erste Ecke 2 Luftmaschen, aber wir lassen keine Masche aus, sondern wir häkeln in der nächsten Masche weiter. Bei einer Ausgangszahl von 112 Maschen häkeln wir 38 Stäbchen und bei einer Ausgangszahl von 120 Maschen häkeln wir 42 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Hier ist der erste Ärmel, hier ist die erste Ecke und das ist ein Vorder- oder Rückenteil. Und wir brauchen wieder eine Ecke. Wir häkeln 2 Luftmaschen. Wir häkeln in der nächsten Masche weiter und wir häkeln für beide Ausgangszahlen 18 Stäbchen. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben wieder 18 Stäbchen für den zweiten Ärmel gehäkelt. Wir häkeln 2 Luftmaschen. Wir häkeln in der nächsten Masche weiter. Und es müssen genauso viele Stäbchen übrig sein, wie auf der gegenüberliegenden Seite für ein Vorder- oder Rückenteil. Also entweder 38 oder 42, je nach Ausgangszahl. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe dieselbe Anzahl Stäbchen gehäkelt wie auf dieser Seite und am Ende der Runde schließe ich nicht mit 2 Luftmaschen, sondern ich häkle ein halbes Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens. Auf diese Weise haben wir hier auch eine schöne Lücke und wir befinden uns automatisch in der Mitte der Lücke. Das Ganze sieht jetzt so aus. Hier sind die Ärmel und hier ist ein Vorder- oder Rückenteil. Und damit das Teil ganz gerade wird, wenden wir nach jeder Runde. Und wir beginnen jetzt mit dem Mustersatz und ich steige jetzt auf eine Häkelnadel 4 mm oben. Ich häkle zuerst eine Luftmasche und wende die Arbeit. Die erste Musterreihe ist also eine Reihe auf der Rückseite. Wir häkeln unser Ersatzstäbchen in die Lücke und noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist eine halbe Ecke, bestehend aus 2 Stäbchen. Die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Und jetzt häkeln wir 2 überkreuzte Stäbchen. Wir lassen ein Stäbchen aus, häkeln ein Stäbchen in die zweite Masche und dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Und dann häkeln wir in die nächsten 2 Stäbchen 2 Stäbchen nebeneinander. Dann wieder 2 überkreuzte Stäbchen. Und hier müsst ihr genau schauen, dass ihr nicht aus Versehen ein Stäbchen doppelt verwendet. Immer die nächsten beiden Stäbchen verwenden. Wir häkeln wieder 2 Stäbchen nebeneinander und dann 2 überkreuzte Stäbchen. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke. Und dort sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Sehr wichtig, vor der Lücke haben wir 2 überkreuzte Stäbchen. Das muss genau sich so ausgehen. Dann häkeln wir in die Ecke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und nach der Ecke beginnen wir wieder mit 2 überkreuzten Stäbchen und dann 2 Stäbchen nebeneinander. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch diese Kante endet mit 2 überkreuzten Stäbchen. Dann häkeln wir wieder die Ecke in die Lücke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und beginnen immer mit 2 überkreuzten Stäbchen und häkeln wieder abwechselnd 2 überkreuzte Stäbchen und 2 Stäbchen nebeneinander. Und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder an der Ecke angekommen. Sehr wichtig, jede Kante endet mit 2 überkreuzten Stäbchen. Dann häkeln wir die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Und wir beginnen auch jede Kante mit 2 überkreuzten Stäbchen und wir häkeln die letzte Kante genau gleich wie die anderen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch hier haben wir am Ende 2 überkreuzte Stäbchen. Dann sehr wichtig, wir brauchen noch 2 Stäbchen in die Lücke. Das ist die zweite Hälfte der Ecke. Und dann schließen wir mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde, sodass wir auch hier eine schöne Ecke und eine schöne Lücke haben. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Die zweite Musterreihe ist also eine Reihe auf der schönen Seite. Die schöne Seite erkennt ihr hier an dieser ersten Stäbchenreihe, die liegt tiefer, die zweite Reihe ist erhaben. Und wir häkeln in die Lücke eine feste Masche, eine Luftmasche, eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche, also unser Ersatzstäbchen. Und immer noch ein Stäbchen in die Lücke. Und die zweite Musterreihe beginnt mit 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorreihe. Und auf die überkreuzten Stäbchen häkeln wir wieder überkreuzte Stäbchen. Ein Stäbchen aufs zweite Stäbchen und ein Stäbchen ins erste Stäbchen. Und dann wieder 2 Stäbchen auf die vorhandenen 2 Stäbchen. Und 2 überkreuzte Stäbchen auf die überkreuzten Stäbchen. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In dieser zweiten Musterreihe endet jede Kante mit 2 Stäbchen auf die zugenommenen Stäbchen der Vorreihe. Dann häkeln wir die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Alles in die Lücke. Dann wieder mit 2 Stäbchen beginnen. Und dann
2 überkreuzte Stäbchen und 2 Stäbchen nebeneinander. Und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Jede Kante endet mit 2 Stäbchen. Dann häkeln wir 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und die Kante beginnt auch mit 2 Stäbchen. Und wir häkeln die anderen Kanten und Ecken genau gleich. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch die letzte Kante endet mit 2 Stäbchen und dann brauchen wir noch 2 Stäbchen für die halbe Ecke. Und dann schließen wir mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Das waren die beiden Musterreihen, die nun stets wiederholt werden. Ich zeige euch beide Runden noch einmal. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Und wir häkeln das Ersatzstäbchen in die Lücke. Und noch ein Stäbchen in die Lücke. Und diese erste Musterreihe ist eine Reihe auf der Rückseite. Und jetzt können wir hier wieder mit den überkreuzten Stäbchen beginnen. Wir häkeln 2 überkreuzte Stäbchen und dann 2 Stäbchen nebeneinander. Und dann sind wir wieder im Muster drin. Über den überkreuzten Stäbchen häkeln wir wieder überkreuzte Stäbchen und über die normalen Stäbchen wieder 2 normale Stäbchen. Und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Kante haben wir ebenfalls 4 Stäbchen als Basis. Auch hier häkeln wir 2 Stäbchen nebeneinander und direkt vor der Lücke 2 überkreuzte Stäbchen. Und dann die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Und wir beginnen wieder mit 2 überkreuzten Stäbchen, 2 Stäbchen nebeneinander und wir sind wieder im Muster drin und wir häkeln alle Kanten und Ecken genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, auch die letzte Kante endet mit 2 überkreuzten Stäbchen und wir häkeln noch 2 Stäbchen in die Lücke und dann schließen wir mit einem halben Stäbchen zur Runde. Und ich zeige euch auch die zweite Musterreihe noch einmal. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Wir häkeln das Ersatzstäbchen in die Lücke und noch ein Stäbchen in die Lücke. Und in der zweiten Musterreihe auf der schönen Seite beginnen wir mit 2 Stäbchen. Und dann folgen 2 überkreuzte Stäbchen und wieder 2 Stäbchen. Und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Jede Kante endet mit 2 Stäbchen
Und dann häkeln wir die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Und jede Kante beginnt auch mit 2 Stäbchen. Und dann folgen 2 überkreuzte Stäbchen. Und wir häkeln alle Kanten und Ecken genau gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch diese Kante endet mit 2 Stäbchen und dann haben wir noch 2 Stäbchen in die Lücke und wir schließen wie gewohnt mit einem halben Stäbchen zur Runde. Und diese 2 Musterreihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun stets wiederholt. Also die letzten beiden Reihen wiederholen, nicht vergessen nach jeder Runde zu wenden und immer beide Musterreihen häkeln. Das heißt, wir haben dann insgesamt eine ungerade Anzahl Reihen, inklusive dieser ersten Stäbchenreihe. Das ist die erste Reihe und die ist auf der schönen Seite tiefer als auf der Rückseite. Hier ist sie erhaben. Daran könnt ihr schön erkennen, welches die schöne Seite ist. Und wir häkeln so lange weiter, bis die breiteren Seiten hier ein bestimmtes Maß erreicht haben. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat die benötigte Größe erreicht. Ich habe hier für die Größe 40-42 ca. 56 cm. Beim breiteren Teil, das ist etwas oversized. Und ich habe mit einer Reihe auf der schönen Seite vorläufig geendet. Und jetzt teilen wir die Ärmel ab. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich jetzt eine Anprobe machen. Und ich häkle eine Luftmasche und wende die Arbeit. Und jetzt legen wir uns das Teil so zusammen. Wir befinden uns jetzt auf der Rückseite. Und jetzt legen wir die 2 Lücken übereinander und häkeln das Ersatzstäbchen durch beide Lücken durch. Und dann trennen wir die beiden Teile und ich häkle noch ein Stäbchen in die Lücke. Nicht auf das Stäbchen, sondern in die Lücke. Und dann folgen 2 überkreuzte Stäbchen. Dann 2 Stäbchen und dann sind wir wieder im Muster drin und wir häkeln bis zur nächsten Lücke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Kante endet mit 2 überkreuzten Stäbchen. Wir sind bei der Lücke angekommen. Und auch hier legen wir die Lücken übereinander. Wir häkeln ein Stäbchen durch beide Lücken durch. Wir trennen die beiden Teile und häkeln noch ein Stäbchen in eine Lücke, also in die Lücke danach. Und dann haben wir wieder 2 überkreuzte Stäbchen. Und dann 2 Stäbchen nebeneinander und dann sind wir schon wieder im Muster drin. Und wir häkeln wieder die breite Seite hinüber und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch hier enden wir mit 2 überkreuzten Stäbchen. Und hier sind die 2 Stäbchen vom Beginn der Runde. Und ihr seht, das Muster geht sich genau wieder aus
und unter dem anderen Arm ist das ebenfalls so, dass ihr unter dem Arm 2 Stäbchen habt. Und wir schließen ins Ersatzstäbchen mit einer Kettmasche zur Runde. Und wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Und die nächsten 2 Reihen werden dann stets wiederholt. Und diese erste Musterreihe, die wir jetzt machen, ist eine Reihe auf der schönen Seite. Ihr könnt den Pullover also wieder umdrehen, wenn ihr wollt. Und wir befinden uns hier auf dem zweiten Stäbchen und hier häkeln wir unser Ersatzstäbchen. Und das zweite Stäbchen kommt erst am Ende der Runde hinzu. Wir häkeln also nur ein Stäbchen und häkeln 2 überkreuzte Stäbchen und dann 2 normale Stäbchen und so weiter einmal rundherum, bis wir wieder hier ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Nach der letzten überkreuzten Gruppe brauchen wir noch ein Stäbchen. Ein Stäbchen haben wir am Anfang der Runde schon gemacht. Und wir schließen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde, sodass wir auch hier wieder 2 Stäbchen haben. Und wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Und die zweite Musterreihe ist eine Reihe auf der Innenseite. Und hier beginnen wir auf dem ersten Stäbchen. Hier häkeln wir das Ersatzstäbchen. Und dann das zweite Stäbchen. Und dann sind wir wieder im Muster drin. Und wir häkeln wieder im gleichen Muster rundherum. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Runde endet mit 2 überkreuzten Stäbchen. Hier haben wir die 2 Stäbchen vom Beginn der Runde und wir schließen mit einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens. Und diese 2 Runden, die wir soeben gemacht haben, die letzten 2 Runden, werden nun stets wiederholt. Und denkt daran, nach jeder Runde zu wenden. Und für die Länge des Shirts schreibe ich euch einen Richtwert oben in die Ecke und wir messen ab der Schulter gerade hinunter und wir häkeln immer beide Musterreihen. Und wenn euer Pullover die gewünschte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Pullover hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe ab der Schulter gemessen, ca. 54 cm Gesamtlänge. Ich habe mit einer Reihe auf der Innenseite vorläufig geendet und die nächsten 2 Runden häkeln wir auf der schönen Seite in einer anderen Farbe. Und ich mache das so, ich schließe mit einer Kettmasche zur Runde in der neuen Farbe. Dann häkle ich eine Luftmasche und wende die Arbeit. Diese beiden Fäden könnt ihr später verknoten und dann vernähen. Und ich häkle in dieselbe Masche, wo diese Luftmasche herauskommt, also über diesem Ersatzstäbchen, über dem zweiten Stäbchen hier, eine feste Masche und dann häkle ich 5 Luftmaschen und häkle immer auf das zweite Stäbchen dieser Zweiergruppe eine feste Masche. 5 Luftmaschen
3 Maschenköpfe auslassen und immer auf das zweite Stäbchen eine feste Masche häkeln. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch ganz am Ende der Runde häkle ich 5 Luftmaschen und ich schließe mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde und häkle eine Kettmasche in die Lücke. Dann häkle ich 2 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen und dann noch 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das sind 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Dann häkle ich 3 Luftmaschen und eine Kettmasche in die erste Luftmasche. Dann wieder 3 zusammen abgemaschte Stäbchen in dieselbe Lücke, eine Luftmasche und wir springen in die nächste Lücke und häkeln 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, 3 Luftmaschen, eine Kettmasche in die erste Luftmasche, noch einmal 3 zusammen abgemaschte Stäbchen in dieselbe Lücke, eine Luftmasche. Das Ganze sieht so aus und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Nach der letzten Gruppe häkle ich ebenfalls eine Luftmasche und schließe in die erste Gruppe mit einer Kettmasche zur Runde. Ich häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Auch dieser Faden muss vernäht werden. Und wir sehen uns gleich beim Halsausschnitt wieder. Willkommen zurück. Für den Halsausschnitt beginne ich bei einer Schulter auf der schönen Seite des Pullovers, ungefähr in der Mitte des Ärmelabschnitts. Ich hole den Faden durch eine Masche durch und ich steche hier tiefer ein. Ich verwende nicht nur den obersten Faden. Ich verknote den Faden ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und in dieselbe Masche eine feste Masche. Und dann häkle ich feste Maschen bis eine Masche vor der Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe an der Ecke angekommen. Hier haben wir 3 feste Maschen und wir stechen in die erste, einholen den Faden durch. Wir stechen in die zweite, einholen den Faden durch. Wir stechen in die dritte, einholen den Faden durch. Wir haben 4 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir zusammen ab. Und dann häkeln wir weiter bis zur nächsten Ecke. Und in allen Ecken häkeln wir 3 zusammen abgemaschte feste Maschen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und schließe in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Und jetzt müsst ihr schauen, ob euch der Halsausschnitt passt oder ob ihr ihn kleiner machen wollt. Wenn ihr ihn kleiner machen wollt, wiederholt ihr immer dieselbe Runde.
Ich mache noch eine Runde mit Abnahmen mit euch. Wir beginnen mit einer Luftmasche und häkeln in dieselbe Masche eine feste Masche. Und wir häkeln feste Maschen bis zur Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich höre eine Masche vor der Eckmasche auf. Die Eckmasche ist ein bisschen größer und daher gut zu erkennen. Und hier häkeln wir 3 zusammen abgemaschte feste Maschen. In die erste Masche einstechen, den Faden holen, in die zweite Masche einstechen, den Faden holen und in die dritte Masche einstechen, sodass wir 4 Fäden auf der Nadel haben und die maschen wir zusammen ab. Und das macht ihr wieder in allen Ecken und wie gesagt, diese Runde könnt ihr so oft wiederholen, bis der Halsausschnitt die gewünschte Größe erreicht hat. Und dann werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel direkt an den Pullover dran gehäkelt. Ich habe halblange Ärmel gemacht und ich habe den Ärmel in Runden mit Wänden gehäkelt und am Schluss dieselbe Abschlusskante gemacht wie beim Pullover. Und wie das alles gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Wir befinden uns auf der schönen Seite des Pullovers. Und wir beginnen unter dem Arm und da die letzte Reihe eine Reihe auf der schönen Seite war, sollte die nächste Reihe eine Reihe auf der Rückseite sein. Das heißt, wir häkeln die erste Reihe auf der Innenseite, damit wir dieselbe Struktur beibehalten. Und wegen dem Muster müsst ihr schauen, wo ihr beginnen wollt. Wenn ihr den Ärmel über die gesamte Breite des Armlochs häkeln wollt, dann beginnt ihr hier in dieser Lücke. Dann folgen 2 überkreuzte Stäbchen, 2 Stäbchen, 2 überkreuzte Stäbchen. Ich mache den Ärmel nicht über die gesamte Breite des Armlochs und ich schreibe euch Richtwerte für die Größe des Armlochs oben in die Ecke. Ganz wichtig ist, dass wir vor einem Kreuz beginnen. Also zum Beispiel in diesem Stäbchen vor einem Kreuz. Und hier hole ich den Faden durch, verknote den Faden und hier könnt ihr ein etwas längeres Stück Faden dran lassen. Damit könnt ihr später diese paar Maschen schließen. Und ich steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle in dieselbe Masche das Ersatzstäbchen. Und dann folgt ein Kreuz. Dann 2 Stäbchen und wieder ein Kreuz und so weiter. Und das machen wir einmal rundherum, bis wir wieder unter dem Arm ankommen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Runde fertig. Ganz wichtig, nach dem letzten Kreuz häkeln wir noch ein Stäbchen und wir lassen hier natürlich auf beiden Seiten gleich viele Maschen aus. Falls ihr in der Lücke begonnen habt, muss das letzte Stäbchen auch hier in die Lücke gehäkelt werden. Und wir schließen mit einer Kettmasche ins Ersatzstäbchen zur Runde.
Wir häkeln eine Luftmasche und häkeln die nächste Runde auf der Außenseite. Und hier genau schauen, hier wo die Luftmasche herauskommt, häkeln wir das erste Stäbchen und dann das zweite Stäbchen und dann sind wir wieder im Muster drin und wir häkeln wieder rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Diese Runde endet mit einem Kreuz, weil wir hier schon 2 Stäbchen haben und wir schließen mit einer Kettmasche zur Runde. Wir häkeln eine Luftmasche und häkeln die nächste Reihe wieder auf der Innenseite. Und hier haben wir ein Stäbchen am Anfang der Runde und ein Stäbchen dann am Ende der Runde. Und hier haben wir, wie gesagt, ein Stäbchen und dann folgt sofort ein Kreuz. Und wir häkeln wieder im Muster rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Runde auf der Innenseite endet mit einem einzelnen Stäbchen, weil wir ein Stäbchen schon am Anfang der Runde gehäkelt haben und wir schließen mit einer Kettmasche zur Runde. Und wie gesagt, wir wenden nach jeder Runde und diese letzten 2 Runden, die wir soeben gemacht haben, werden nun stets wiederholt, bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und das bedeutet, wir enden vorläufig mit einer Runde auf der Innenseite. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe mit einer Runde auf der Innenseite vorläufig geendet. Diese Runde endet mit einem einzelnen Stäbchen. Und ich nehme wieder die neue Farbe und schließe mit einer Kettmasche ins Ersatzstäbchen zur Runde. Diese beiden Fäden am besten miteinander verknoten. Dann häkle ich eine Luftmasche und wende die Arbeit. Und damit wir das gleich haben wie beim Pullover, häkle ich die feste Masche nicht ins Ersatzstäbchen, sondern in das nächste Stäbchen. Und dann häkle ich wieder 5 Luftmaschen und immer auf das zweite Stäbchen eine feste Masche. 5 Luftmaschen, 3 Maschenköpfe auslassen, eine feste Masche. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch die letzten 3 Stäbchen überspringen wir mit 5 Luftmaschen und wir häkeln eine Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche. Dann häkeln wir eine Kettmasche in die Lücke. Dann beginnen wir mit 2 Luftmaschen und häkeln 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das sind 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir häkeln 3 Luftmaschen und eine Kettmasche in die erste Luftmasche und dann 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, eine Luftmasche. Dann häkeln wir wieder 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, 3 Luftmaschen, eine Kettmasche in die erste Luftmasche, 3 zusammen abgemaschte Stäbchen,
eine Luftmasche. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch nach der letzten Gruppe häkeln wir eine Luftmasche und schließen mit einer Kettmasche in die erste Gruppe zur Runde. Wir häkeln eine Luftmasche, schneiden den Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn fest. Und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann ist unser wunderschöner Pullover fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.